Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Barbie. Wir berechnen heute die Inverse einer Matrix mit dem Algorithmus von Gauß-Jordan. Also, wir haben hier gegeben eine 2 Kreuz 2 Matrix A. Wir möchten nun bestimmen die dazu Inverse a hoch minus 1. Was ist denn nun die Eigenschaft einer inversen Matrix? Die hat genau diese Eigenschaft, dass wenn ich eine Matrix mit ihrer inversen Matrix multipliziere, also mit a hoch minus 1, erhalte ich die sogenannte Einheitsmatrix E. Was ist eine Einheitsmatrix? Ja, im Falle 2 Kreuz 2, also E. Eine 2 Kreuz 2 Einheitsmatrix würde in dem Fall genau so ausschauen. 1, 0, 0, 1. In der Hauptdiagonalen 1er und alle anderen Einträge sind 0. Wie geht es jetzt? Das machen wir jetzt mit dem Algorithmus von Gauß-Jordan. Das geht so. Wir schreiben uns zuerst die Matrix einmal ab. Das machen wir jetzt schön großzügig. 3, 1, 2, 1. Dann machen wir einen Strich und schreiben daneben diese Einheitsmatrix hin. 1, 0 und 0, 1. Und jetzt machen wir mit elementaren Zeilenumformungen, bringen wir die linke Seite genau in diese Form der Einheitsmatrix, bearbeiten aber gleichzeitig den rechten Teil mit und was dann hier rechts drinnen steht, das ist dann die inverse Matrix a hoch minus 1. So, und das machen wir. Was machen wir im ersten Schritt? Wir möchten natürlich, dass hier herum eine 1 steht. Das ist am einfachsten, wenn wir hier einfach einmal die beiden Zeilen vertauschen. Also wir vertauschen einmal erste und zweite Zeile und erhalten dann 1, 1, 0, 1 und da die erste Zeile wird zur zweiten. 3, 2, 1, 0. So, jetzt schon mal recht angenehm. Wir haben hier das Pivot-Element, nennt man das hier. Da haben wir schon einmal die 1 stehen, das ist angenehm. Jetzt möchten wir, dass unter der 1 nur noch Nullen stehen. Das heißt, wir ziehen von der zweiten Zeile wie oft mal die erste Zeile ab? Ja, 3-mal. 3-mal die erste Zeile, dann bekommen wir hier eine 0. Also, die erste Zeile schreiben wir ab. Das ist 1, 1, 0, 1. Jetzt die zweite Zeile minus 3 mal der ersten Zeile. 3 mal 1 ist 3, 3 minus 3 ist 0. Das müssen wir jetzt aber überall machen, gell? 3 mal 1 ist 3, 2 minus 3 ist minus 1. Jetzt haben wir hier 3 mal 0 ist 0, 1 minus 0 ist 1. So, 3 mal 1 ist 3, 0 minus 3 ist minus 3. Jetzt schon einmal recht angenehm, jetzt haben wir hier schon einmal diese erste Spalte, schaut schon so aus, wie wir sie haben möchten. Jetzt, was möchten wir denn hier? Ja, hier möchten wir ja eine 1. Also müssen wir jetzt die zweite Zeile einmal mit minus 1 multiplizieren. Also zweite Zeile mal minus 1. Also zweite Zeile mal minus 1. Die erste lassen wir stehen. Was kommt dann heraus? Die erste schreiben wir ab. 1, 1, 0, 1. Und die zweite Zeile multiplizieren wir mit minus 1. Also der Nuller bleibt sowieso erhalten. Jetzt haben wir hier die 1. Dann haben wir hier minus 1 und plus 3. Jetzt haben wir hier dieses Pivot-Element 1. Schaut auch schon gut aus. Jetzt wollen wir, dass drüber eine 0 steht. So wie hier. So soll es ja dann ausschauen am Ende. Also, wie geht es? Wir ziehen von der ersten Zeile einfach die zweite Zeile ab. Also erste Zeile minus zweite Zeile. So,
Also 1 minus 0 ist 1. 1 minus 1 ist 0. 0 minus 1 minus minus 1 ist 0 plus 1 ist 1. Und 1 minus 3 ist minus 2. Und die zweite Zeile können wir abschreiben. 0, 1, minus 1 und 3. Und was wir jetzt erhalten haben, jetzt haben wir hier, das sieht man glaube ich ganz gut, wieder diese Einheitsmatrix E. Und lässigerweise steht jetzt hier die Inverse a hoch minus 1. Und das müssen wir jetzt natürlich überprüfen, gell? Wir wollen ja das überprüfen, ob a mal a hoch minus 1 gleich e ist. Also a mal a hoch minus 1 ist gleich. Das machen wir jetzt mit dem fals-schema. Wir schreiben uns zuerst das a hoch minus 1 ab. Also 1 minus 1, minus 2 und 3. Striche herunter. Das ist ja das, was wir da herausbekommen haben, was hoffentlich stimmt. Und dann haben wir hier die Matrix A. 3, 2, 1, 1. Und jetzt multiplizieren wir diese beiden Matrizen aus. Also, erste Zeile mal erster Spalte. 1 mal 3 ist 3, minus 1 mal 2 ist minus 2, 3 minus 2 ist 1. Dann 3 mal minus 2 ist minus 6, plus 2 mal 3 ist 6, minus 6 plus 6 ist 0. Dann herunten, 1 mal 1 ist 1, minus 1 ist 0. Und da haben wir 1 mal minus 2 ist minus 2, plus 3 ist 1. Also haben wir hier feiner wieder die Einheitsmatrix berechnet. Also haben wir das Beispiel korrekt gelöst. Bin ich auch schwer erleichtert, dass ich nicht verrechnet habe. Die Inverse des a hoch minus 1 zur Matrix A ist also 1, minus 2, minus 1 und 3. Und das haben wir gelöst mit dem Algorithmus von Gauß-Jordan. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.